morning, good morning, and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. We are going to verse 18. Wir gehen zu Vers 18. 1 Corinthians chapter 1 and in the Passion. 1. Korinther Kapitel 1 in der Passion. Look what it says. Schau, was hier steht. To preach the message of the cross seems like sheer nonsense to those who are on the way to destruction. Die Botschaft vom Kreuz zu predigen erscheint denen, die auf dem Weg ins Verderben sind, wie blanker Unsinn. Do you know, we read many statements in the Bible and don't even pause to think about them. Wir lesen viele Aussagen in der Bibel und halten nicht einmal inne, um darüber nachzudenken. If we would spend more time meditating on truths Wenn wir mehr Zeit damit verbringen würden, über die Wahrheiten nachzudenken, zu meditieren and make sure we understand what God is saying, und uns zu vergewissern, dass wir verstehen, was Gott sagt, I guarantee you we would live our lives differently. würden wir unser Leben garantiert anders leben. So look what Paul is saying. Schau also, was Paulus sagt. He's saying to preach the message of the cross, which is of course the message of the new covenant. Er sagt, die Botschaft vom Kreuz zu predigen, die natürlich die Botschaft des Neuen Bundes ist. The wonderful, powerful gospel. Das wunderbare, mächtige Evangelium. It seems like sheer nonsense to those who are on the way to destruction. Erscheint denen, die auf dem Weg ins Verderben sind, wie blanker Unsinn. As long as I've been a Christian now for 54 years, In den 54 Jahren, in denen ich jetzt Christ bin, I have been to many evangelistic meetings. habe ich viele evangelistische Veranstaltungen besucht. You know, since I've been a child, I was in meetings where the gospel was preached. Seit meiner Kindheit war ich in Versammlungen, in denen das Evangelium gepredigt wurde. And except for very few exceptions, Und bis auf ganz wenige Ausnahmen the majority of times that I remember, haben die Prediger in den meisten Fällen, an die ich mich erinnere, the preachers tried to find a clever way to present the gospel. versucht, das Evangelium auf eine clevere Art und Weise zu präsentieren. They tried to make the gospel very presentable. Sie versuchten, das Evangelium sehr ansprechend zu gestalten. And you know, if you look at what Paul says, Paulus aber sagt, he says that the gospel is nonsense to those who are on the way to destruction. dass das Evangelium für die, die auf dem Weg ins Verderben sind, Unsinn ist. Why are we trying to make something attractive that cannot be attractive to people who are lost? Warum versuchen wir, etwas attraktiv zu machen, was für Menschen, die verloren sind, nicht attraktiv sein kann? Think about this. Denk mal darüber nach. If you try to make it attractive to people who are lost, then we are actually taking the power of the gospel away. Wenn wir versuchen, es für Menschen, die verloren sind, attraktiv zu machen, dann nehmen wir dem Evangelium seine Kraft. You see, the gospel is not a clever message, it's a powerful message. Das Evangelium ist keine schlaue Botschaft, es ist eine kraftvolle Botschaft. And to the people who reject the gospel, it must be like nonsense. Und für die Menschen, die das Evangelium ablehnen, muss es wie Unsinn sein. If people who are rejecting the gospel, Wenn Menschen, die das Evangelium ablehnen, if they have this attitude, die Einstellung haben, well, that's a really nice message that you're preaching. na, das ist ja eine wirklich schöne Botschaft, die du da verkündest. It's really nice what you believe, Das ist wirklich schön, was du glaubst. but it's not for me. Aber es ist nichts für mich. Then you have not preached the true gospel. Dann hast du nicht das wahre Evangelium gepredigt. Because the true gospel must be like nonsense to those who are not accepting it. Denn das wahre Evangelium muss für diejenigen, die es nicht annehmen, wie Unsinn sein. Why are we so afraid to upset people with the message of the gospel? Warum haben wir so viel Angst davor, Menschen mit der Botschaft des Evangeliums zu verärgern? The ones who are rejecting it, to them it has to be nonsense. Für diejenigen, die es ablehnen, muss es unsinnig sein. But look what Paul says. Aber schau, was Paulus sagt. He says to those, first he says but. And remember the words but? Zuerst sagt er aber. Und erinnerst du dich an das Wort aber? You remember the word but? Erinnerst du dich an das Wort You know, aber? but must. Du weißt schon, aber. But to us who are being saved. Aber für uns, die wir gerettet werden. You remember I've spoken a lot about the buts in the Bible.
Du erinnerst dich, dass ich schon oft über die Aber in der Bibel gesprochen habe. How important these words are. Und wie wichtig diese Worte sind. So Paul is in other words saying, don't worry that it looks like nonsense to those who reject it. Paulus sagt also mit anderen Worten, macht euch keine Sorgen, dass es für die, die es ablehnen, wie Unsinn aussieht. It has to look nonsense for them. Für sie muss es unsinnig sein. But Aber for us who are being saved, für uns, die wir gerettet werden, it is the mighty power of God released within us. ist es die mächtige Kraft Gottes, die in uns freigesetzt wird. May I suggest something? Darf ich etwas vorschlagen? If you preach a clever gospel that is not nonsense to the ones who reject it, Wenn du ein kluges Evangelium predigst, das für die, die es ablehnen, nicht unsinnig ist, the ones who reject it say, very nice, but no, I don't think I want that. sagen die, die es ablehnen, sehr schön, aber nein, ich glaube nicht, dass ich das will. If you preach that gospel, it will not be the power for those who are saved. Wenn du dieses Evangelium predigst, wird es nicht die Kraft für diejenigen sein, die gerettet werden. Because the word but means that the first and the second part are connected. Denn das Wort aber bedeutet, dass der erste und der zweite Teil miteinander verbunden sind. A clever gospel is not the power of God to be saved. Ein cleveres Evangelium ist nicht die Kraft Gottes, um gerettet zu werden. The gospel of the cross is the power of God to be saved. Das Evangelium vom Kreuz ist die Kraft Gottes, um gerettet zu werden. So therefore, we don't need to find a clever way of preaching the gospel. Wir brauchen also keine clevere Art, das Evangelium zu verkünden. We need to stay to the simple message of the cross Wir müssen bei der einfachen Botschaft des Kreuzes bleiben and demonstrate the signs, wonders and miracles und sie mit Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen and with an incredible life of loving people. und der Liebe zu den Menschen zeigen. Once we do that, Wenn wir das tun, we will experience the power of the gospel. werden wir die Kraft des Evangeliums erleben. I don't want to preach a gospel that depends on me. Ich will nicht das Evangelium predigen, das von mir abhängt. I want to preach a gospel that depends on what happened at the cross. Ich will das Evangelium predigen, das davon abhängt, was am Kreuz passiert ist. Because there's no power in me, Denn in mir steckt keine Macht. but there is a lot of power in the cross. Aber im Kreuz steckt eine Menge Macht. Think about this. Denk mal darüber nach. And suddenly everybody can preach the gospel. Und weißt du, plötzlich kann jeder das Evangelium predigen. Many people have asked me, Reinhard, help me to teach me, how do I preach the gospel? Viele Leute haben mich gefragt, Reinhard, hilf mir, lehre mich, wie ich das Evangelium verkünden kann. And they tried to find a clever method. Und sie haben versucht, eine clevere Methode zu finden. There is no clever method. Es gibt keine clevere Methode. There is only a message of the cross. Es gibt nur die Botschaft des Kreuzes. That's where you find all its power. Darin liegt ihre ganze Kraft. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.